Ja, herzlich willkommen bei diesem neuen Tutorial hier. Endlich mal wieder ein FreeCAD-Video, aber es handelt sich auch diesmal um Elektronik. Und zwar, ich habe hier eine Platine generiert und da möchte ich ein Gehäuse für konstruieren. Die Platine, das ist keine fertige Platine, sondern das ist ein Prototyp. Da würde ich gerne ein Gehäuse drum machen. Die Platine sieht folgendermaßen aus. Das ist so ein Verdrahtungsboard. Da ist hier so ein Arduino Nano drauf. Und der ist hier verdrahtet mit einmal 7 Tastern und einer fünfpoligen DIN-Buchse. Da kommt das MIDI hinterher raus. Da wird so ein MIDI-Kabel eingesteckt. Dann haben wir hier noch, da kommt ein Sensor dran, der wird da eingesteckt. Und hier, da kommt ein Display dran, das wird da eingesteckt. Das Display, wie auch der Sensor, die sollen nicht ins Gehäuse, sondern da sollen diese sollen hier frei sein, dass man da das anstecken kann. Und das Gehäuse soll hier außen so drum laufen und eben hier die Aussparung haben für die MIDI-Buchse und eben auch hier für diese USB-Buchse. Das sieht so aus, als wenn die USB-Buchse hier überhängen würde. Das tut sie nicht. Die endet also fast, außer ein bisschen hängt die über, aber nicht so stark, wie das hier die Perspektive dieses Fotos darstellt. Okay, fangen wir an. Ich habe hier schon ein paar Maße. Also einmal hier, das rote hier, das sind Löcher, die ich in die Platine bohren werde, an diese Position. Die sind hier 4,6 mm von der Kante entfernt, auf der Seite auch. Dann die zweite, die kommt fluchtend mit dieser Bohrung, also auch hier von der Kante 4,6 und ist von diesem Loch 66,04 mm entfernt. Und dann haben wir das hier, das geht dann auf fluchtend mit diesem Punkt hier rüber mit 137,16 mm Abstand. Und dann haben wir noch das nächste Loch hier, das fluchtet mit dieser Bohrung nach oben und 91,44 mm. Diese Werte, das sind ganz einfach hier ein Lochabstand hier von einem zum nächsten Loch, das sind 2,54 mm und das ist eben ein Zehntel Zoll, das ist das Raster dieser Platine. Okay, dann sollen da noch Löcher rein in dieses Gehäuse, wo dann hinterher die Taster durchbedient werden können. Da werden solche Tastaufsätze dann noch benötigt, die hier unten drauf sitzen und im Gehäuse oben auch fest, dass sie nicht raus können. Und dann kann man eben diese Taster betätigen und auch auf dem Gehäuse dann entsprechend beschriften. Entweder wirklich ins Gehäuse reindrucken, da bin ich mir aber noch nicht so sicher, ob ich das mache. Das ist relativ klein hier. Oder eben mit Aufklebern. Aber wie gesagt, das wird ein Prototyp. Also ist es nicht so wahnsinnig wichtig. Es soll nur vernünftiger aussehen als eben die Platine so. Und dann fangen wir einfach mal an. Ich wechsle mal zu FreeCAD. So, jetzt haben wir das ein bisschen kleiner hier, aber das kann man trotzdem noch alles lesen. Und dann machen wir eine neue Datei in FreeCAD. Wir sind im Part Design Modus und dann kann ich jetzt hier einen neuen Körper erstellen und auf diesem Körper eine Skizze. Das fangen wir ruhig auf der XY-Ebene an. Und zwar fangen wir an mit der Ebene, auf die die Platine kommt, und den Deckel mache ich dann später oben drauf. Das heißt XY-Ebene, so, das wird jetzt die erste Zeichnung und da wird das Ganze erstmal ein Rechteck. Das Rechteck haben wir hier. So, das können wir ruhig symmetrisch machen zu diesem Punkt. Ich mache euch mal gerade die Tastenbefehle an. Also da drücken wir jetzt Taste S, dann ist das Ganze hier symmetrisch. Und dann haben wir die Maße. Und zwar, ich mache dieses Teil hier erstmal blau.
Das machen wir mit dieser Funktion hier. Hilfsgeometrie umschalten. Und zwar, das sollen die Platinenabmaße sein. Da gucken wir nochmal, 150 mm ist das hier. Und das Maß da, das sind 100 mm. So groß ist also diese Platine. Und da soll jetzt das Gehäuse drum konstruiert werden. Also wir machen nochmal ein Rechteck. Das machen wir hier so drum. Das mache ich jetzt auch symmetrisch zu diesem Punkt. Und dann überlegen wir uns, wie wir das hier machen. Machen wir das überhaupt mit Maßen? Ja, warum nicht? Also das soll ja schon ziemlich dicht da dran kommen. Die Innenwand dieses Gehäuses. Also so zum Beispiel. Und dann machen wir hier jetzt ein Maß. Machen wir 1 mm. Komm. So, dann. Das ist 1 mm. Den Abstand müssen wir dann auch noch definieren. Das können wir erstmal hier hinziehen oder hier so raus. Und dann haben wir noch das Maß hier. Und das gibt dann auch 1 mm. Und das können wir hier so rausziehen. Okay, jetzt ist die Gehäuseinnenseite erst einmal definiert. Ich habe gerade viel mit Inkscape gearbeitet, deswegen das reagiert völlig anders auf. Hier wird so gedreht und mit Shift-Taste wird es bewegt, und bei Inkscape ist das halt nicht so, und dann muss man immer wieder, wenn man mit solchen Programmen arbeitet, ein bisschen sich umstellen. So, wir machen jetzt hier drum noch ein zweites Rechteck. Und das gibt jetzt die Materialdicke. Das können wir auch symmetrisch machen. Genauso wie das gerade. Taste S. Und da machen wir jetzt das Maß hier. Das werden 2 mm Materialdicke. Und das Maß hier, das werden auch 2 mm. Also die Wanddicke ist dort 2 mm. Jo, das lassen wir erstmal so. Und dann legen wir los. Das wird jetzt erst einmal aufgepolstert. Und da muss ich mir jetzt überlegen, wie hoch wird denn das Gehäuse? Also der MIDI-Stecker hier, der ist so 18 mm hoch. Also muss das Gehäuse mindestens die 18, der ist sogar noch ein bisschen größer, an die 20. Also das Gehäuse muss also mindestens 25 mm, würde ich es jetzt einfach mal machen. Das heißt, ich polstere das Ganze hier auf. Dann wechseln wir hier hin, Sketch selektieren, diesen Knopf hier wählen und dann hier das Maß auf 25 mm ändern. Und das ist jetzt das Gehäuse. Und da kommt dann oben ein Deckel drauf. Und den können wir eigentlich direkt drauf konstruieren. Machen wir das mal gerade so. Auf die kommt jetzt hier ein Sketch. Und da zeichnen wir ein Rechteck. So, das wird jetzt auch. Symmetrisch. Und jetzt habe ich mir das nicht gemerkt hier. Was hatten wir da gemacht? Gucken wir uns den Sketch hier nochmal an. Also das sind ja die 150 und 100. Dann geht es hier 1 mm und da nochmal 2 mm nach außen. Okay, das müssen wir hier jetzt im Prinzip am besten nachkonstruieren. Das heißt, diesen Sketch hier machen. Wir machen hier im Modus Blau
ein Rechteck hier in die Mitte rein. Auch das symmetrisch. Ich hätte im Prinzip das eine am besten kopiert, aber ist nicht schlimm. So, dann machen wir hier ein Maß. Das sind die 150 mm. Und das Maß hier, das sind die 100 mm. Und dann haben wir jetzt das Maß hier, zu dem, das sind 3 mm, 2 plus den 1 mm, den wir zur Platine Abstand haben. Können wir uns das hier noch hinziehen. Und das Maß zu der, das sind, ja, da habe ich mich vertan, das Maß zu der Maß, das sind 3. Und dann ist das schon korrekt. Ich habe, glaube ich, die nicht symmetrisch gemacht. Gucken wir uns das mal an. Nö, habe ich nicht. Das heißt, der S, und schon ist das eingeschränkt, und den Deckel kann ich jetzt hier erzeugen. Das heißt, ich mache eine Aufpolsterung. Der Deckel, der wird auch 2 mm. So sieht das Gehäuse jetzt aus. Jetzt kommt es drauf an, wie die Maße für die Ausschnitte. Das mache ich mit der Schieblehre an der Platine selbst. Das heißt, ich würde einmal ein Loch jetzt für die USB-Schnittstelle machen. Und zwar einen Abstand von der Platine von 50. Dann machen wir ein bisschen weniger. Gucken. So, das ist gar nicht so einfach. Was habe ich jetzt hier? Machen wir 48 mm. Und das heißt hier, da kommt jetzt ein Loch rein. Das heißt, wir machen eine Zeichnung. So, ich gucke jetzt hier so drauf. Also von da müssen wir bemaßen. Und wenn ich das hier so verdreht habe, kann ich mit der Funktion das immer wieder mir so schön hinholen. Das wird ein Rechteck. Natürlich nicht blau, sondern das wird weiß. Wir können aber auch hier so eine Nut machen. So, die ist schön waagerecht. Und dann müssen wir jetzt gucken. Da habe ich ja von der Seite gerade gemessen, da muss das 48 mm, das Maß hier, da machen wir eine Hilfskonstruktion rein. Hier so schön. Und die wird da tangential dran. Das heißt, du Taste T, dann ist das tangential. Und dann brauchen wir noch das Maß da. Da machen wir auch eine blaue Linie hin. Das mal gerade bemaßen. So, das ist jetzt gar nicht so einfach. Was ist das? Das sind, da gehen wir jetzt auf die Rechenfunktion hier. Also das sind 50 mm plus 3 mm. 53. Hätte ich auch direkt eintippen können, aber man kann ja auch mal ein bisschen spinnen. So, dann machen wir das Maß hier. Da habe ich gesagt, das sollen 48 sein. Und dann kriegt das Loch eine entsprechende Breite. Und zwar, das wird so, also Minimum sind 8, das machen wir mal so 12 mm breit. Und das wird natürlich nicht so hoch. Das heißt, wir können das erstmal hier jetzt ein bisschen verändern.
Da bemaßen wir mal hier, da wird er jetzt den Radius bemaßen. Und der soll nicht 6,15 mm sein, also der Durchmesser, das muss so sein 5 mm, also 2,5. So, das sieht schon mal gut aus. Und wie gesagt, die Länge hier, das sollen halt 12 mm sein. Hier haben wir also 5 mm den Kreis, also wird das Maß hier, gehen wir auf die Rechenfunktion, da haben wir 12 minus 5. Das sind 7 mm und die Höhe haben wir durch den Radius festgelegt. Jetzt muss man noch die Höhe des Loches vom Gehäuse nehmen. Der Mittelpunkt, das liegt so bei 7,6 mm. Das heißt, wir haben jetzt das Maß hier 7,6 mm. Da soll das Loch rein. Gut, haben wir das erste Loch. Wir können im Prinzip das zweite Loch mit in dieselbe Zeichnung machen, und zwar das Loch für die MIDI-Schnittstelle. So, die MIDI-Schnittstelle sitzt ziemlich auf der Kante und die ist breit 20 mm. Das heißt, wir brauchen einen rechteckigen Ausschnitt. Wir zeichnen also hier jetzt einfach ein Rechteck ein. Und dieser Ausschnitt, der wird 21 mm breit. Einmal bemaßen. Na, wo bist du? 21 mm. Und der wird hoch 22 mm. Und der wird hier auf der Seite, auf der Innenseite anfangen. Das heißt, von der Mitte, die Platine ist 100 mm breit, also sind das 50 mm und da möchte ich das auch starten lassen. Das heißt, wir machen jetzt hier das Maß hier. Nochmal, der zu dem und Maß minus 50 mm. Da soll das hin. Dann soll das hier unten schön drauf anfangen. Das heißt, das schieben wir da drauf und dann haben wir auch das Loch für die MIDI-Schnittstelle drinnen. So, wir haben noch hier so eine Öffnung, da wird der Sensor eingesteckt. Das muss ein bisschen größer werden, weil der Sensor von oben da drauf gesteckt werden muss aber nicht bis oben hingehen. Und da bemaße ich das mal gerade hier mit der Schieblehre oder mit dem Messschieber, so wird es ja genannt. So. Das sind 23, machen wir das mal 23 mm vom Platinenrand. Das heißt, ich mache eine neue Hilfskonstruktion hier rein. Und zwar da, wo die Platine hinkommt, die ist davon, hat den Abstand von 3 mm. Das heißt, die ist jetzt fixiert und davon soll das, wie gesagt, das Loch 23 mm Abstand haben. Messen wir nochmal gerade. Jo, 23. Das heißt, wir machen da, das wird auch ein rechteckiger Ausschnitt. Wieder umschalten, dass das hier weiß ist.
Da kommt ein Rechteck rein. So, das Rechteck, das kriegt ein Maß in der Breite von 15 mm. Bemaßen 15 mm. Dann kriegt das hier den Abstand von 23. Da soll es hin. So, das soll unten ruhig anfangen. Das heißt, wir setzen das auf diese Kante. Und jetzt muss man sich da muss ich gucken, wie hoch soll das denn werden. Also ruhig auch 25 mm hoch. Das ist ja fast so hoch wie das Gehäuse. Gucken, was haben wir hier für ein Maß. Okay, das wird also da so ein kompletter Ausschnitt. Der Deckel wird aber da gedruckt. Das heißt, wir können jetzt das hier... So, das sind die Löcher auf dieser Seite. Mehr müssen da nicht hin. Das heißt, wir machen hier eine Tasche und dann ist da das fertig. Da MIDI-Schnittstelle, da die USB-Schnittstelle und hier der Anschluss für den Sensor. Okay, dann auf der anderen Seite, und zwar hier hinten, da kommt der Anschluss fürs Display hin. Der ist so ähnlich, ist nicht so ähnlich wie der Anschluss hier. Der ist zwar auch auf der Platine hier so angebracht, aber da möchte ich nach oben noch drin haben. Das heißt, hier soll ein Loch rein. Das heißt, gehen wir hier hin. Da kommt ein rechteckiges Loch rein. So, dieses Loch, da machen wir wieder eine Hilfskonstruktion hier rein. Eine Linie hier für die Kante. Und das kriegt den Abstand. Das sind wieder die 50 plus 3. Und das Rechteck, das kann jetzt ruhig hier überstehen. Weil das möchte ich... muss der überstehen? Ne, der muss eigentlich nicht überstehen. Weil da habe ich ein bisschen Platz. Das heißt, da mache ich hier... Da machen wir die 2 mm. Und dann machen wir einfach mal 3 mm. So, dann ist das hier fixiert. So, jetzt kommt es auf die Maße an. Das heißt, wir haben einmal einen Abstand vom rechten Rand der Platine von so ungefähr 37 mm. Das heißt, da machen wir hier wieder so eine Linie rein. So, die kriegt jetzt den Abstand hier von, das sind 150, also 150 durch 2. Das ist das Platininnere und so. Und dann machen wir das hier dann hierzu den Abstand von den, ich glaube 37 habe ich gesagt. Das machen wir ein bisschen weniger. Machen wir ruhig mal 36. So, da kommt das hin. Dann kriegt das eine gewisse Breite. Das Loch, da reichen aus 18 mm. Breite 18 mm. Und dann
15 Millimeter in der Höhe. So, da ist das Loch und da wird hinterher das Display durch angeschlossen. Die Löcher für die Tasten, die mache ich mit einer extra Zeichnung. Das heißt, wir schließen das erstmal hier, machen eine Tasche und dann haben wir da das Loch drin, wo das Display hinterher durch angeschlossen wird. Und dann die Tasten, wo die hinkommen, das ist jetzt gar nicht so trivial. Und zwar, das mache ich aber auch ruhig mit der Schieblehre. Das ist, glaube ich, besser als das Zählen mit den Löchern. Also da sind wir die Tasten hier, das sind ungefähr 25 mm Abstand von da, also diese Ecke hier. Da machen wir jetzt eine neue Zeichnung hier drauf. Neue Zeichnung. Und da machen wir erstmal die obere Kante hier. Aber die der Platine, das heißt, die kriegt hier einen Abstand von 50 mm. Und das müssten die 3 dann sein hier. Okay, und dann machen wir dazu eine Parallele. Die ziehen wir hier so durch. Und die kriegt jetzt den Abstand hierzu von 25 mm. Und jetzt kommt die erste Taste. Die kommt auf ein Maß. Ja, das ist gar nicht so einfach, das zu bemaßen. Das müsste ungefähr sein. 29,75. Gucken wir uns das nochmal mit dem 29,75. Nehmen wir das ruhig mal. So, dann machen wir hier die Kante hin. Das gibt hier das Maß. Das sind die minus 150 durch 2. Und dann haben wir das Maß zu dem. Und das sind dann die 29,74. Das heißt Maß 29,74. Also da käme jetzt die erste Taste hin. Und wir haben den Deckel ja 2 mm groß. Und der wird so ausgeführt, dass die Tasten da von innen reingesetzt werden können. Dann sind die so, dass die nicht oben rausfallen können. Deswegen müssen die Löcher hier einen halben Millimeter kleiner sein als unten das große Loch, wo dann die Taste wirklich gegenstößt. Okay. Ich weiß schon jetzt, dass wenn ich das drucke, dass ich das wahrscheinlich mehrfach drucken werde, bis es alles so astrein passt. Die anderen Bohrungen dazu, die können wir wieder durch Zähltechnik machen. Wobei das gar nicht so einfach ist, weil die ganzen Kabel ja da auf der Platine liegen. Das jetzt zu zählen. Und ich versuche es aber mal. Gucken wir mal. Was haben wir denn da? Das ist 1, 2, 3. Also ich habe jetzt erstmal die Ebene für diese beiden hier gezählt. Also das ist, gehe ich nochmal her, das ist die Mitte und dann ist das 1, 2, 3 Schritte nach unten. Das heißt, eine neue Linie
hier rein. Die kriegt jetzt ein Maß. Und zwar, das sind 2,54 mal 3. Beziehungsweise das machen wir ruhig hier. 2,54 mal 3. Und die andere, das kommt oben hin. Die ziehen wir hier so rein. Und die kriegt genau dasselbe Maß. Wir können aber auch jetzt einfach hier sagen, der und der, die sind symmetrisch. Das mag er aber nicht. Aber anscheinend doch. Nee, mag er nicht. Gucken wir uns das mal an. Der. Jetzt Taste S und dann ist das symmetrisch. Gut, dann haben wir jetzt diese hier. Jetzt kommen die weiteren Abstände. Ich versuche das mal zu messen und dann zu schätzen, wie viel das ist. Also 13,22. Gehen wir mal auf den Taschenrechner. 13,22 durch 2,54 ist 5. Schaue ich mal, ob das hinkommen kann. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, das kommt hin. Also können wir eine zweite Linie hier rein. Die hier, die kriegt jetzt hier einen Abstand von 5 mal 2,54. So, die beiden darauffolgenden Tasten, die sind ein bisschen dichter zusammen, wahrscheinlich 4. Sogar ziemlich sicher 4. Die brauche ich nicht jetzt nochmal messen. Das heißt, den haben wir. Dann machen wir die nächste Linie da rein. Das Maß hier. Bemaßen. Und das sind 2,54 mal 4. Kann eigentlich nicht sein. Nee, das ist auch das 5er Raster. Also mal 5. Und die nächsten, die müssen dann eigentlich wieder denselben Abstand haben. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, da kommt nochmal so eine Linie rein. Und da wieder der Abstand hier. 2,54 mal 5. So, damit habe ich die Positionen der Löcher festgelegt. Nein, habe ich nicht. Das sind die. Da fehlt noch einer. Ist ja eine Taste mehr. Das heißt, wir machen noch so eine Linie da rein. Linien, wo habe ich euch hier? So, noch so eine Linie. Mach ich mal wieder hier unten. Maß, bemaßen und dann 2,54 mal 5. Und dann haben wir hier sind 2 Tasten. Dann haben wir hier 4 Tasten und hier noch eine. Okay, jetzt muss man sich überlegen, wie groß macht man denn die Löcher für die Tasten? Ich denke mal 10 mm. Die haben einen Abstand von so 12 mm. Durchmesser von 10. Versuchen wir das mal. Beginnen wir hier
Ich mache da jetzt, da schalte ich wieder um auf die normale Konstruktion und wir machen jetzt hier Kreise rein. Einmal, da fangen wir hier an, da kommt der Kreis hin und dann nehmen wir den Punkt hier, klicken hier in und machen nochmal auf diese Funktion und dann haben wir hier den schönen Schnittpunkt und dann brauchen wir den nur zu bemaßen, hier mit Durchmesser von 10 mm. Ich denke mal, den kann man sogar größer machen, obwohl, das gucken wir uns später an. So, jetzt machen wir einen zweiten Kreis. Machen wir wieder hier drauf. Wieder da drauf. Das mag er jetzt nicht. Nochmal Kreis. So, jetzt geht's. Und dann den und den selektieren, diese Funktion auswählen. Das ist der Schnittpunkt. Dann brauchen wir nur die beiden antippen und einmal Taste E zu drücken oder hier auf das Gleichheitszeichen. Und dann ist der genauso groß. Da sieht man schon, zu groß dürfen die ja nicht werden. Die dürfen sich hier in der Mitte nicht überschneiden. Wobei, da könnte man nette Tastenformen machen mit hier noch so einem schönen Ausschnitt drin. Aber das lassen wir jetzt alles mal lieber. So, jetzt kommen diese Tasten hier. Das heißt, ich mache jetzt hier direkt die weiteren Kreise. So, dann machen wir die Radien direkt 1, 2, 3, 4, dann den und einmal Taste E drücken, dann sind die gleich groß. Und dann brauchen wir jetzt nur noch den auf den zu setzen. Da können wir jetzt einfach die selektieren und H drücken und hier können wir die beiden auch horizontal verbinden und die beiden, die mache ich symmetrisch. Das mag er nicht. Ne, weil die da drauf liegen, also machen wir es ruhig hier und da und dran. So, dann haben wir die Löcher und jetzt kommt noch das letzte Loch hier rein. Das heißt, da machen wir auch hier einen Kreis. Der wird genauso groß wie der. Taste E. Und dann setzen wir den hier da drauf. Und damit haben wir die Kreise definiert mit einem Durchmesser von 10 mm. So, jetzt ist ja der Deckel, der ist 2 mm in der Dicke und ich mache jetzt diese kleineren Öffnungen für diese Taster, die mache ich nicht 2 mm durchgehend, weil dann könnten die Tasten oben rausfallen. Also machen wir hier jetzt eine Tasche und die geht nicht durch, sondern die geht nur 1 mm. So, wenn wir uns das hier so angucken, dann sind die hier immer noch nicht komplett durch. Das heißt, und wir nehmen jetzt eine Kopie dieser Zeichnung. Das heißt, einmal die Zeichnung aufmachen, selektieren, Steuerung C drücken, dann hier bei dem Sketch 04 auf diesen Pfeil klicken, dann die Pocket hier das deselektieren und dann sieht man nur noch Sketch 004 ist selektiert und dann einmal OK drücken. So, jetzt Steuerung V auf der Tastatur. Dann ist der Sketch hier unten die Kopie. Den zieht man jetzt, Moment, so weit war ich noch nicht. Den zieht man jetzt hier in den Körper rein. Jetzt ist er drin. Den Körper können wir gerade mal umbenennen. Das ist Gehäuse. Und dann können wir jetzt diesen Sketch hier auf diese Ebene legen. Das machen wir, indem wir das hier selektieren. Und dann wird diese Funktion hier genommen, die heißt Skizze einer Fläche zuordnen. Und da wird jetzt der Sketch ausgewählt. Das ist Sketch 005. Und OK. Ebene Fläche, ja, ist korrekt. Und jetzt können wir den Sketch aktivieren. Dann sieht man da so leicht, okay, der ist richtig.
Okay, aber der muss jetzt angepasst werden. Aber nicht groß, sondern ich muss einfach nur dieses Maß hier ändern. Und zwar, da machen wir jetzt 12 mm. Und schließen das und machen auch eine Tasche. Und jetzt, wenn man hier unten reinguckt, dann sieht man, so sieht das aus. Da können jetzt also die Tasten hier so rein. Vielleicht macht man den Deckel vielleicht sogar noch ein bisschen dicker, damit da mehr Hub möglich ist. Das muss man hinterher ausprobieren. Ich denke fast, man muss den Deckel... Ne, muss man nicht. Der Deckel kann so bleiben, wie er ist. Nur, ich mache hier... Das mache ich aber, bevor ich diese Pocket mache. Also die Pocket nehmen wir jetzt erstmal wieder raus. So sieht das Ganze aus. Und den Sketch muss ich hinterher hier wieder drauflegen. Und wie mache ich das denn? So, diesen Sketch hier, den wechsle ich mal gerade hier auf die korrekte Ansicht. Und zwar, damit die Tasten genug Hub haben können, möchte ich hier so ein Rechteck drum konstruieren. Das heißt, ich nehme jetzt erstmal, selektiere die ganzen Kreise, mache die blau und dann zeichne ich da jetzt hier so ein Rechteck drum. Das muss jetzt nicht unbedingt korrekt super genau sein, aber hier, da können wir es auf alle Fälle symmetrisch machen. Und die anderen Maße lassen wir so. Wir bemaßen es einfach jetzt noch hier. Das sind das Maß, das Maß wollte ich haben. Das sind, da machen wir 30 mm. Das Maß hier, da machen wir jetzt 70 mm. Dann kann man das jetzt hier noch so schieben. Ich dachte eigentlich, ich hätte das symmetrisch gemacht. Machen wir das gerade nochmal. Na, das ist nicht ganz so einfach. Ich gehe mal in die Ansicht, da ist es, glaube ich, gleich. Ähnlicher, einfacher. So, jetzt Taste S. Nehmen wir den mal hier raus. So, jetzt ist das symmetrisch. Man kann das jetzt hier noch so verschieben. Obwohl, das geht nicht mehr. Irgendwas ist hier falsch. Oh ne. Komm, wir machen es einfach so. Ist mir jetzt zu viel Brimborium. Also, ich schließe die Zeichnung. Jetzt machen wir hier erstmal eine Aufpolsterung. Die liegt ja auf der richtigen Ebene. Das heißt, wir machen eine Aufpolsterung. Aber die geht umgekehrt. Und dann wird die 2 mm ist das die Dicke, beziehungsweise sind nur noch 1 mm über. Also 1 und dann machen wir unten noch 2, also machen wir es 3 mm und dann steht das hier jetzt so über. Und dann, das heißt, jetzt mache ich noch eine Kopie dieses Sketches hier, beziehungsweise kann ich, ja doch, nehmen wir ruhig den. Steuerung C.
hier das wegmachen. Okay, Steuerung V. Sketch 6, der wird hier reingezogen. Und der kommt auch jetzt hier drauf. Also mit dieser Funktion Sketch 006. Und der ist natürlich jetzt falsch. Das heißt, da müssen wir erstmal die hier blau machen. Und die Kreise machen wir wieder weiß. Das heißt, alle Kreise selektieren. Du bitte auch. Und die werden weiß. Beziehungsweise sind jetzt so hellgrün, weil sie komplett eingeschränkt sind. So, dann schließen wir das Ganze. Und jetzt können wir hier wieder eine Tasche machen. Und die geht unten durch. Und da sieht man, da hat man jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten für den Druck, also wie viel man auf die Taste drücken kann. Das muss ja unten die Taste, die hat einen gewissen Hub, der muss ja mindestens erreicht werden. So, wenn das zu viel Hub kann das nicht werden. Der Druck dieses Gehäuses ist auch sehr einfach. Der wird mich einfach hier auf dieser Fläche gedruckt. Deshalb möchte ich hier auch keine Bezeichnung reindrucken, weil die wird man hinterher nicht so richtig lesen können. Und dann sind wir eigentlich mit dem Gehäuse soweit fertig. Das heißt, man muss hinterher dann noch eine untere Gehäusehälfte machen, wenn man das dann die Löcher... da fehlt das Wichtigste. Wenn ich da jetzt... Wir sind nicht fertig. Und zwar, hier müssen ja für diese Kreise noch die Ständer rein, die da reingedruckt werden, damit dann die Schrauben da reingedreht werden können. So, das heißt, wir haben jetzt hier unten eine Zeichnung drauf zu setzen, oder die können wir sogar hier drauf machen. Und dann müssen wir erstmal hier beenden. So, wir machen da einen Sketch. So, wir gucken jetzt hier so rein. Das ist eigentlich nicht so irre gut, weil das ist ja anders als hier in der Zeichnung. Da muss man viel zu viel denken. Wobei es geht auch, das hier unten, das ist eben die Ecke hier. Aber wenn man das so nicht haben will, dann kann man jetzt diesen Sketch hier nehmen und kann Map Reverse hier auf True setzen. Und dann machen wir den Sketch nochmal auf. Und jetzt gucken wir von oben drauf. Das bringt uns aber auch nicht weiter, weil wenn ich jetzt... Oh doch, das bringt uns weiter. Gut, dann gehen wir hier auf diesen Modus und jetzt kann ich... Ich habe aber immer noch nicht die richtige Richtung. Ne, das Map Reverse machen wir wieder aus. False. Attachment, Placement, Label. Machen wir es mit den Maßen hier. So, das heißt, ich habe jetzt die Platinenmaße erstmal hier rein zu konstruieren. Das heißt, wieder ein Rechteck. So, das machen wir schön blau. Das wird symmetrisch zu diesem Punkt. Taste S. So, dann kriegt das hier das Maß von 150 und da das Maß von 100. Und dann haben wir ja hier dieses Loch wird 4,76 mm vom jeweiligen Rand entfernt positioniert. Und das heißt, ich zeichne jetzt hier diesen Ständer rein. Das wird ruhig auch ein Kreis. Und der kriegt jetzt hier ein Maß von 4,6 waren das, ne? 4,6 mm. Und das Maß zudem auch 4,6 mm. Und dann kriegt der
Radius, einen Durchmesser von 8 mm und da wird die Platine hinterher draufgeschraubt. So, jetzt haben wir dazu einen weiteren Kreis. Der kriegt genau dasselbe Maß. Also hier Taste E drücken, dann ist das hier eingeschränkt. Und jetzt machen wir hier den dazu vertikal. Und der Abstand, das sind 66,04 mm. Maß 66,04 mm. Da kommt der zweite hin. Dann haben wir hier den brauchen wir einfach einen Kreis zu zeichnen. Kommt irgendwo hier hin. Beide selektieren, Taste E, dann ist der Radius bzw. Durchmesser übertragen. Dann die beiden, die werden horizontal verbunden und Abstand wird 137,16 mm. Der kommt dahin. Und dann haben wir noch den zweiten, der kriegt jetzt hier einen Abstand von 91,44. Das heißt, da machen wir nochmal einen Kreis. Wieder beide selektieren, Taste E. Die beiden werden vertikal verbunden und das Maß, das sind 91,44 mm, also der und der bemaßen 91,44. Schauen wir nochmal nach. 91,44. Jo, und das kann dann hier hin. So, jetzt habe ich, ja, der ist hier ein bisschen zu groß. Das kann eigentlich gar nicht sein. So, da haben wir einen Abstand von 4,6 mm. Die 8 mm sind zu groß gewählt für diesen äußeren hier. Das ist aber nicht schlimm, weil ins Gehäuse passt es rein. Kann man so lassen. Okay, das heißt, der hier, der steht dann hier so ein bisschen über. Ist nicht schlimm. Da machen wir jetzt einfach eine Aufpolsterung. Und die wird 25 mm. Das müsste jetzt hier genau so abschließen. Das heißt, man kann die jetzt ein bisschen dünner machen. Dann, weil wir haben hier die Löcher schon groß genug gemacht, damit die Platine da wirklich reingeht. Das heißt, da machen wir nicht 25, da machen wir mal, wie dick ist denn das Platinenmaterial? Das sind so 1,5 mm, also also machen wir 22 mm. Und dann können wir jetzt hier noch Bohrlöcher reinmachen. Würde ich vorschlagen, wieder die Zeichnung zu kopieren. Einmal STRG V, dann hier reinzuholen. So, die wird darauf platziert, also mit dieser Funktion hier, und zwar Sketch 008. Und dann können wir den Sketch 008 mal editieren. Und da kann ich jetzt einfach den Radius hier, den Durchmesser, der ist 8, den mache ich jetzt mal auf 3 mm und schließen das und dann lassen wir da Löcher rein bohren, das heißt so, und die sind 5 mm tief. Das sollte eigentlich ausreichend sein. Dann sollen hinterher halt Schrauben reingedreht werden. Gewinde, denke ich mal, muss ich da nicht reindrucken, würde aber auch gehen. Also wenn es unbedingt sein muss, würde ich da auch Löcher reinmachen.
So, dann, das ist die erste Gehäusehälfte, die haben wir fertig. Jetzt kann die Platine da reingeschraubt werden. Dann müsste man hier unten noch einen Deckel drunter machen. Gerade schauen, wie machen wir das? Ich nehme Maus von Hand. Also ich ziehe jetzt hier, mache einen neuen Körper. Das gibt jetzt Boden, heißt das Ganze. Und dann, das ist die XY-Ebene, da muss der auch drauf beginnen. Das heißt, neuen Sketch auf der XY-Ebene. Und da sind wir jetzt in dieser Ansicht. Müssen wir mal gerade schauen, wenn wir uns das so anzeigen. Wir sehen trotzdem genug. Das heißt, wir zeichnen jetzt hier ein Rechteck rein. So, das wird symmetrisch zu diesem Punkt. Und dann machen wir das ruhig blau. Gehen wir wieder von der Platine aus. Nee, das war falsch. Das ist die Funktion dafür. So, das ist das Maß von 150. So, das ist das Maß von 100. Und dann machen wir ein Rechteck da drum. Und das wird auch symmetrisch. Und dann machen wir jetzt hier die Maße. Das heißt, das wird ja jetzt irgendwie so, muss da so ein bisschen hier kleiner sein, damit es da so richtig schön reinpasst. Gut, das heißt, wir machen hier jetzt den Abstand. Das waren ja der 1 Millimeter. Und da machen wir jetzt 0,85. Und jetzt haben wir überall diesen Abstand schon drin. Wir brauchen also gar nicht mehr durch die Symmetrie hier jetzt mehr zu machen. Das heißt, das kann jetzt aufgepolstert werden. Geht nach innen, das ist auch im Prinzip richtig. Aber natürlich nicht 10 mm, sondern machen wir einfach mal 1,5 mm. So, dass es da so reinhängt. Und dann kommt hier noch eine Zeichnung drauf. Da machen wir jetzt davon eine Kopie. Und einfach auch wieder das aufmachen. Weg das Häkchen OK. Steuerung V. Zeichnung in den Boden reinschieben. Und hier auf diese Ebene legen. Das heißt, selektiert und diese Funktion hier wählen. Sketch Nummer 10. Okay, okay. Und dann können wir Sketch 10 uns angucken. Und jetzt haben wir hier diesen Abstand von 0,85 mm. Und den mache ich jetzt einfach mal 3. Ich sehe gerade beim einen, da habe ich, so ganz recht war ich da nicht. Da gehen wir nochmal gerade in diesen Sketch rein, weil der ist noch nicht eingeschränkt. Das heißt, das Maß muss ich auch bemaßen hier mit der 0,8. Da war ich ein bisschen zu voreilig. 0,8. So, und dann gehen wir wieder in diesen Sketch hier rein und dann machen wir das Maß hier. Da machen wir auch die 3. So, das ist jetzt die Unterkante des Gehäuses. Das heißt, der Sketch wird jetzt auch aufgepolstert und den machen wir 2 mm. So, das heißt, da haben wir hier den Boden. Da ist jetzt nichts dran abgerundet oder wie auch immer.
Muss auch nicht, aber man kann das jetzt noch machen. Das heißt, ich kann jetzt den Boden hier unten abrunden, so, damit das da ein bisschen rund ist. Die Kanten hier, das lassen wir jetzt mal schön kantig sein. Wobei, können wir das machen? Ja, können wir. Dann nehme ich aber den hier erstmal wieder raus. Müssen uns nur merken, was wir machen, damit wir das hinterher im anderen Gehäusepart auch machen können. So, und dort auch mit der Steuerung-Taste gedrückt. So, da machen wir jetzt... Ne, das klappt nicht. Warum nicht? Gucken, ob das hier klappt. Ja, das klappt. Das ist 1 mm. Dann machen wir die jetzt einzeln. Okay. 1 mm. Okay. 1 mm. Und das machen wir hier auch. Ich vergesse das immer, dass ich das eher machen muss und dann erst selektiere. Okay, jetzt haben wir da das rund. Jetzt machen wir den Deckel hier oben noch rund. Das heißt da. Und dann ist der auch schön rund. So, dann haben wir den Deckel oder den Boden. Haben wir fertig. Das heißt, den können wir erstmal deselektieren. Und jetzt machen wir Doppelklick hier auf das Gehäuse und jetzt möchte ich die hier auch noch schön abrunden. Hier unten, da will ich nicht runden, ich möchte aber diese Kanten hier runden. Inklusive dieser Kanten. Und das machen wir da genauso. Der Steuerung-Taste. Die bitte auch einmal runden. Dann haben wir da auch 1 Millimeter. Dann machen wir hier oben das. Machen wir auch 1 Millimeter Rundung. Das hat er jetzt, glaube ich, nicht gewollt. Müssen wir mal gucken, warum nicht. Ob das wegen der Öffnung ist, kann durchaus sein. Ich versuche es einfach nochmal. Ne, das mag er nicht. Also schauen wir mal. Nur die Außenkante. Aber ich denke, da liegt es dran. Die werde ich nicht mit 1 mm machen können, sondern nur mit 0,99 oder sowas. Das werden wir jetzt sehen. Also machen wir einmal Rundung. Doch, die macht er. Die hat er jetzt gemacht. Dann machen wir jetzt hier noch, das ist ja hier noch 1 Millimeter. Das heißt, die hier, wo die Knöpfe drin sitzen, die können wir auch noch ein bisschen machen. Erstmal so, stetig mache ich denselben Fehler. So. Also Fehler ist einfach kein Fehler. Da denkt man nur nicht dran, aber man kann es ja jedes Mal bereinigen. So, da machen wir jetzt, das klappt nicht. Machen wir 0,99 mm. Jo, das klappt. So, das heißt, die kann ich aber im Prinzip sogar nur 0,5 machen. Das ist völlig ausreichend. Und den hier, den machen wir auch nur 0,5. Diesmal habe ich Gott sei Dank das schon weggeklickt. So, der klappt sogar mit 1 mm. Den mache ich trotzdem nur 0,5. So, dann haben wir noch das hier. Dann
Der hier. Und den hier. Gucken, ob das klappt. Jo, das sieht doch gut aus. Dann ist das doch ein bisschen hübscher. Okay, das ist es eigentlich. Wenn man jetzt wirklich hier oben Texte reinmachen möchte, zum Beispiel eine Beschriftung, wie das Teil heißt. Hier, da wird irgendwo das Display dann hinterher so als Gehäuse drauf gelegt. Ich denke, das mache ich in einem anderen Video. Das ist bestimmt schon lang genug geworden, das Video. Einmal noch zur Erinnerung, wenn euch Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gern ein Abonnement da. Ein Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert. Und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!